Kennzeichnend für das Spätwerk der Künstlerin sind vor allem Ölstiftzeichnungen. Diese Arbeiten sind zwischen 2010 und 2015 entstanden. Und was unmittelbar auffällt, ist, dass die Künstlerin sehr dynamisch, sehr schnell arbeitet. Die Linien scheinen regelrecht auf die Leinwand geworfen. Es sind oftmals fast schon völlig abstrakte Werke. Diese Auseinandersetzung, diese lebenslange Auseinandersetzung mit Figuration und Abstraktion scheint sich hier sozusagen gegen Ende ihres Lebens nochmal Bahn zu brechen. Auch Symbole, die sie in ihrem Werk immer wieder auch beschäftigt haben, wie zum Beispiel der Granatapfel, das ist die Nationalfrucht Georgiens, ihrer Heimat, aber auch das christliche Symbol für Fruchtbarkeit taucht immer wieder auf in dieser letzten Werkphase. Aber auch die Namen ihrer Kinder, Emily und Lazare. Diese großformatigen Arbeiten basieren auf Zeichnungen ihrer Kinder. Also es sind hier auch in ihrem Spätwerk auch höchst persönliche Arbeiten, die Tamuna Sirbeladze nicht nur als Künstlerin zeigen, sondern auch natürlich auch als Mutter und zeigen einfach auch tatsächlich auch im Angesicht des Todes, dass die Künstlerin weiterhin einen unglaublich großen Schaffensdrang hatte und bis zu ihrem Ende konsequent weitergearbeitet hat.